Hi und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich nenne es mal Unboxing. Ich habe hier noch ein Bildchen von Diapop liegen. Das habe ich aber schon letztes Jahr im November, glaube ich, bestellt gehabt. Ja, trotzdem, ich habe es noch nicht gezeigt und ich dachte, ja, ist doch ein guter Zeitpunkt, um dir das Bildchen einmal zu zeigen. Es kommt normalerweise noch in einer Umverpackung, entweder Karton oder auch Packpapier. Finde ich sehr gut. Es ist meistens dann noch ein Nashi mit dabei und noch so kleine Goodies. Das habe ich hier natürlich jetzt so nicht mit dabei, weil ich den Umkarton ja schon weg habe. Ja, ich würde sagen, wir holen das gute Stück einmal raus. Ich habe jetzt von Diapop, ich glaube, 3 Bilder gepainted und die Qualität ist super. Ich weiß nicht, wenn du meine Videos verfolgt hast, hast du vielleicht gesehen, das Bild It's in a Bond von der Künstlerin Amaris. Das hat sie auch jetzt wieder, glaube ich, auf Lager. Das habe ich ja eine Zeit lang gepaintet, weil das recht groß war. Und wunderbar, wirklich ein Traum. Die Steinchen haben super gelegen, ließ sich klasse painten. Sehr, sehr schön, finde ich. Und ja, das Bildchen hier ist auch von der Künstlerin Amaris. Es ist eine Numixi Mikala und 40 auf 50 groß. Du siehst einmal hier unten den Bildnamen, die Künstlerin und die Bildnummer sowie die Größe. Du hast auch hier ein kleines Vorschaubild und es ist nochmal extra eingepackt. So, ich hole es mal raus. Folie lege ich rüber. Ich hatte es auch noch nicht draußen. Es war jetzt die ganze Zeit so im Vorrat. Denn ich habe festgestellt, dass der Shop sehr, sehr kundenfreundlich ist, finde ich. Und auch, oder zumindest waren jetzt so meine Erfahrungen. Und da viel geschaut wird. Ich hatte ja, falls du es mitbekommen hast, das Oster-Mystery-Bild bestellt gehabt von der Künstlerin Amaris. Und da gab es ja ein paar Problemchen mit den Steinen, was aber vom Shop super gelöst wurde. Also ich hatte das Bild noch nicht gepainted und habe trotzdem die Info bekommen, dass neue Steine unterwegs waren. Also eine Ersatzlieferung von ausgewählten Steinen, die nicht so gut gesessen haben, einfach auf der Leinwand. So. Man hat auch immer wieder eine Info bekommen, die Steinchen dauern noch ein bisschen, so was weiß ich wie viele Wochen. Also da wurde sehr darauf geachtet, dass der Kunde da Bescheid weiß. Zumindest habe ich das so empfunden. Falls du andere Erfahrungen gemacht hast, kannst du das gerne mal schreiben. Aber bei mir, also ich habe das als sehr positiv empfunden. So, dann hieß es aber, ach, die Steinchen passen wohl immer noch nicht so gut. Und dann ist der Shop wirklich einfach hingegangen und hat das Bild einmal komplett neu produzieren lassen und auch zugeschickt. Das Bild habe ich auch hier liegen. Ich wollte das nur noch mal positiv erwähnen. Du siehst es hier, Numixi Easter Bunny, Amaris. Es ist jetzt nur leider kein Mystery mehr, sondern ein normales Bild, aber das ist halt, ja. Finde ich jetzt persönlich auch nicht schlimm, aber ich finde es klasse. Ich habe mich ja bei dem Shop so gar nicht gemeldet wegen dem Bild, sondern die haben das eigenständig gemacht. Die haben geguckt, wer hat was bestellt, der fällt damit rein und hat dann Kontakt mit demjenigen aufgenommen. Also zumindest war es, wie gesagt, bei mir so.
Ja, genau. Und deswegen, das Bild ist da. Einmal komplett. Ich hatte ein Zettelchen mit dabei im Karton. Also ich habe eine Versendungsbestätigung bekommen und das Bild kam. Und habe dann auch einen Zettel mit da reingekriegt, dass das die Ersatzlieferung ist und dass jetzt soweit alles passen sollte. Wenn was wäre, soll man sich einfach melden. Ja, und das ist, finde ich, super kundenfreundlich. Ganz einfach. Ja, zurück zu diesem Bild. Wie gesagt, auch von Amaris. Du siehst es, es ist sehr farbenfroh. Sie gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin mal hier unten auf dieses Gelb-Grün gespannt, wie das rauskommt, weil ich finde, das leuchtet schon sehr intensiv. Und ob das auch so von den Farben her, obwohl ja, es sieht wohl so aus. Da haben wir ein kräftiges Gelb mit dabei. Wie das dann mit dem Gelb alles so harmoniert. Ich meine, Grün ist ja nicht jedermanns Farbe. Ich mag die Farbe Grün gerne. Ich habe eigentlich so keine Lieblingsfarbe oder auch Farben, die ich nicht so gerne habe. Also bei Bildern bin ich immer offen für alles. Von den Farben her. Ja, was noch dabei war, war einmal die Leinwand. Du siehst hier noch ein Toolkit in ein Tütchen. Es wäre also wohl alles dabei, damit man gleich starten kann. Du hast einmal ein Mosfaschiffchen dabei. Zumindest denke ich mal, dass das eins ist. Es ist nur kein Branding drauf. Dann hast du einen Stift mit einem Einzelsetzer, einem schmalen Dreieraufsatz, einem schmalen Viereraufsatz und ich glaube, das hier ist ein Zehner. Ein schmaler Zehneraufsatz. Sowie einem Squishy. Ich glaube, die nennt man Squishy. Gut, ich mache ihn jetzt nicht drauf, sonst quietscht er. Wie verrückt. Von hier, so geht's. Den kannst du dir, wenn du mit diesem Stift paintest, draufsetzen und dann ist das hier ein bisschen angenehmer und entspannter zu halten. Dann hast du noch eine starke Pinzette mit dabei, mit leicht abgerundeter Spitze vorne und einem Spitzenschutz und ein großes Plättchen von dem roten Wachs. Da bitte darauf achten, wenn du Wachs aufnehmen willst, dass du einmal diese Schutzfolie etwas zurückziehst und deinen Wachs aufnehmen kannst. Sehr schön, also du hättest, wie gesagt, alles schon mal dabei, um loszulegen. Dann ist noch mit dabei eine Papierlegende. Sehr schön. Das Bild hat 68 Farben. Es hat Feenstaubsteine, Strasssteine und AB-Steine, Aurora Borealis Steine als Sondersteine mit dabei. Und zwar 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück sogar. Sehr schön. Die Legende von dem Papier gibt es auch als Sticker. Auch sehr schön. Wie gesagt, 68 Farben. Einmal mit der laufenden Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Und hinten am Schluss die Sondersteinchen. Die Symbole hier auf den Stickern sind schön klar und groß zum Lesen. Also praktisch, um sie dir auf die Tütchen zu kleben oder auf dein Sortiersystem. So, und dann haben wir hier noch die ganzen Steinchen.
Wir sind hier einmal versehen mit der Bildnummer, also diesen kleinen Code hier findest du, wie gesagt, auch hier unten auf der Leinwand. Und du siehst es schon, obwohl das Bild eine Zeit lang aufgerollt war, hat es sich schon super glatt gelegt. Hier, das darf dich nicht stören. Ich glaube, du siehst das ganz gut. Das ist, weil die Folie sich da durch das Aufrollen so ein bisschen von dem Bild abgehoben hat. Aber im Bild selber sind keine Wellen. Du siehst es. Du kannst die Folie so ein bisschen lösen und dann noch mal drüber schieben und dann legt sich das auch wieder schön hin. Hier siehst du jetzt den Unterschied zu hier oben. Ja, und du hörst es auch. Da ist es jetzt glatt und hier ist noch der Hubbel drin sozusagen. Die Leinwand ist super weich, also wirklich ganz toll. Oh nein, habe ich mir da... Ja, natürlich habe ich. Habe ich mir da ein Dreckchen drauf gemacht. Die Klebkraft ist super. Muss ich wirklich gestehen. Ganz tolle Klebkraft. Aber jetzt für das Dreckchen ist es ein bisschen zu viel. Aber gut, da setzt man nachher den Stein drüber. Und dann ist das eigentlich auch nicht mehr zu sehen. Ich dachte, das wäre auf der anderen Seite von der Folie gewesen. So. Aber das war meine Schuld. Ja, du hast ja gesehen, es war vorher nicht da. So, weg ist er. Ja, ich finde, die Künstlerin Amaris macht wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Sie hat ja meistens so die Numixis. Ich will es mal, obwohl Porträtbilder sind das dann wahrscheinlich nicht, weil es zeigt immer wieder was anderes. Es ist total unterschiedlich. Das Bild von It's in a Bond war ja mit so einem Mädchen und dem Wolf dabei. Also ja, sehr, sehr schön. Schauen wir uns mal noch gerade die Leinwand an. Du hast einen welligen abgesteppten Rand. Einmal Diapop. Und auf der linken Seite einmal ein kleines Vorschaubild sowie die Legende mit der laufenden Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Aber alles schön klar zu lesen. Genauso wie auf der Leinwand. Was ich hier auch sehr schön finde, ist, man hat die Zahl 6 dabei, aber nicht mehr die Zahl 9 zum Beispiel. So, das sind die Zahlen 1 bis 8. Und dann kommt es durcheinander einmal Buchstaben und Symbole. Aber ich finde alle ganz gut zu lesen. Bei dem hier bin ich mir immer unsicher, bei diesem Kreis mit der Einteilung. Und ich glaube, manchmal ist es der Smiley oder das Ad-Zeichen. Da muss ich manchmal genau gucken. Aber dadurch, dass das hier unterschiedliche Farben sind, kann man das hier ganz gut sehen. Es ist hier einmal zum Beispiel der Smiley und hier zum Beispiel das Ad-Zeichen. Also man kann sie sehr gut sehen. Hier ist der Kreis. Man kann sie super unterscheiden. Das ist schon mal klasse. Ja, wie gefällt dir denn das Bild? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß, mit diesen Grün-Gelb-Tönen ist das wirklich nicht jedermanns Geschmack. Aber ich finde, es darf auch mal aus der Reihe fallen. Ja, die Legende, die du einmal auf der linken Seite gefunden hast, findest du auch auf der rechten Seite. Auch alles wie auf der linken Seite. Und unten findest du die Daten, wie gesagt, zum Bild mit einem Vorschaubild.
Love Diamonds Every Day, den Slogan von Diapop. Diapop Diamond Painting Social Media Kanäle und einmal die Internetadresse, wo ich es bestellt habe. Da musst du halt ein bisschen aufpassen, weil es ist diapop.net und nicht de. Also www.diapop.net. So, jetzt haben wir es. Ja, es ist schon ein bisschen spät am Tag. Ich war wieder auf der Arbeit und dann ist das alles. Ja, habe ich viel gesprochen. So. Schauen wir uns mal kurz die Sondersteinchen noch an. Es sind alles Harzsteine, eckige Harzsteine. So, ich dachte, das ist einmal bis zum Strass. Die 63. Und dann hatten wir noch Fairy Dust mit dabei. Fairy Dust sind die Sparkle Dust Steine. So ein Quatsch. Fairy Dust sind die Feenstaubsteine. So. So. Haben wir sie alle? Ja. Sehr schön. Ist ja auch mal eine schöne Farbe, so ein Oliv. Davon nur ganz wenige als Fairy Dust. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich da auf Sparkle Dust gekommen bin. Wo heißen die denn Sparkle Dust? Ach, bei... Ja, jetzt habe ich es. Aber es geht um Diapop. Also es sind Fairy Dust Steinchen, Feenstaubsteine. So, und ein schönes Blau. Sehr, sehr schön. Ich nehme an, die sind, dadurch, dass die halt so ein bisschen knalliger sind, sind die sozusagen im Hintergrund mit verteilt. Denn was richtig grünes, gelbes, blaues, obwohl vielleicht noch in den Haaren der blaue, die 62, das ist das Quadrat mit dem Strich durch. Und es ist einmal hier im Hintergrund mit drin. Aber in den Haaren sehe ich es jetzt nicht auf Anhieb, aber da wird bestimmt irgendwas annähern. Hier auch nochmal im Hintergrund, also sie sind wirklich im Hintergrund verteilt. Das könnte auch dann ganz gut hinkommen mit der Menge. Das Orange hat die 3 Striche mit einem Strich durch. Das ist auch hier im Hintergrund. Ja, hier. Schön. Also die sind einmal oben im Hintergrund und die hier. Die 60. Das ist der Strich mit der Welle. Das ist im Auge drin. Und so ganz zart verteilt hier 1, 2, 3. Aber größtenteils im Auge. Dann dieser olivfarbene sind 2 Punkte, also der Doppelpunkt. Und der ist hier unten mit drin. Also wirklich so mit im Hintergrund, so 1, 2 Steinchen nochmal. Da ist zum Beispiel noch einer, da ist noch einer, ganz zart, aber meistens im Hintergrund. Tja, wer hätte es gedacht. Dann haben wir hier die Strasssteinchen, die beiden hübschen, einmal so ein Gelb-Gold und einmal in Blau. Das ist einmal das Weiblichkeitssymbol und der blaue ist das kleine E.
Das kleine E ist hier zum Beispiel und hier in den Haaren. Ich glaube, das sieht man ganz gut, weil das so ein bisschen dunkler gedruckt ist. Und das Weiblichkeitssymbol ist hier verteilt, ganz zart. Auch hier, also auch mit im Hintergrund drin. Sehr schön. Ich meine, das Bild ist ja auch schon ein bisschen älter. Vielleicht hast du es ja schon gepaintet. Und wenn ja, wie hat es dir gefallen? Das kannst du mir auch gerne mal schreiben. So, jetzt habe ich hier die AB-Steine, die Aurora Borealis Steinchen. Ich finde, die beiden Grüntöne sind schon ganz schön ähnlich. Aber man sieht, der hier ist ein Ticken heller wie er hier. So. Der hier ist das Eurozeichen. Dieser orangene ist ein Punkt, ein Querstrich runter und noch ein Punkt. Dann haben wir diesen hier, das ist die Rückspultaste, diese Rückspulpfeile. Und der blaue ist der schräge Pfeil nach unten zeigend. Der ist hier ganz viel vertreten, dieser schräge Pfeil. Dann hatten wir hier die Rückspultaste, die ist hier mit drin und ganz zart hier oben. Die zwei Punkte mit dem Strich schräg sind einzeln verteilt hier an den Seiten. Hier ein bisschen mehr, deswegen lege ich es hier hin. Und dann haben wir noch das Eurozeichen. Das war oder ist ist das hier oben? Ja, hier oben in ihren Haaren. Jetzt dachte ich gerade, hier oben wäre noch der blaue mit drin, aber nein, das ist das Männlichkeitssymbol. Ja, so ist die Verteilung, finde ich gar nicht so schlecht. Durch die Sondersteinchen sozusagen ein bisschen mehr im Hintergrund, finde ich, ploppt sie so ein bisschen dann vielleicht auch raus. Sehr schön. Ja, das war die Nomixi Mikala. Ich musste noch mal kurz nach den Namen gucken. Ich finde eigentlich ein sehr schönes Bild. Man hat da wirklich also jede Farbe drin. Es ist wie hier unten, das sieht man jetzt hier auf dem Bild, finde ich ganz gut. Das sieht so ein bisschen aus wie Gras. Als ob sie da gerade heraus wächst. Mal schauen. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht so. Ich glaube, das ist zu zart, um das auf ein Diamond Painting richtig drauf zu kriegen. Es könnte sein, dadurch, dass hier diese dunklen Stellen sind. Aber ich weiß es nicht. Ja, das war das Bildchen. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Du kannst mir gerne mal deine Erfahrungen mit dem Job reinschreiben oder was du mir sonst gerne erzählen möchtest. Ich würde mich freuen. Ja, und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Also bleib gesund. Lass gerne ein Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!